Sie war die erste deutsche Kaiserin, doch sie wollte diesen Titel nicht. Sie misstraute Bismarck, sie wollte eine Verfassung und sie hörte heimlich Gespräche ihres eigenen Mannes ab. Wer war diese Frau im Schatten der Macht? Geboren wird Augusta am 30. September 1811 im beschaulichen Weimar. Ihr Vater Karl Friedrich, der Erbprinz des kleinen Herzogtums Sachsen-Weimar. Ihre Mutter die russische Großfürstin Maria Pawlowna, eine Enkelin Katharinas der Großen. Im Kinderzimmer der jungen Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach sitzt kein gewöhnlicher Hofbeamter. Dort sitzt Johann Wolfgang von Goethe, Freund ihres Großvaters Karl August. Fast ein Teil der Familie. Er liest Märchen vor, malt mit den Kindern, erklärt, wie eine Sonnenfinsternis entsteht. Für Augusta bleibt er im Rückblick der beste, teuerste Freund ihrer Kindheit. Charlotte von Schiller, die am Weimarer Hof ein- und ausging, meinte einmal, Augusta und ihre Geschwister seien glücklich wie die Engel gewesen. Und tatsächlich, das Elternhaus war vergleichsweise liberal. Bereits 1816 hatte ihr Großvater Karl August im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach eine Verfassung eingeführt. Augusta ist eine aufmerksame Schülerin. Fachkundige Lehrer unterrichten sie in Geschichte, Geographie, Fremdsprachen, evangelischer Religion. Doch ebenso wichtig sind auch Etikette, Form und Disziplin. Winter 1826. 2 preußische Prinzen machen Halt im Weimarer Schloss. Wilhelm I., geboren 1797, und sein jüngerer Bruder Karl. Söhne von Friedrich Wilhelm III. Und der früh verstorbenen Luise von Mecklenburg-Strelitz. Sie kommen nicht freiwillig, der König sorgt sich um die Thronfolge. Die Ehe des Kronprinzen bleibt kinderlos. Nun müssen die jüngeren Söhne für Nachwuchs sorgen. Karl verliebt sich sofort in Augustas ältere Schwester Marie. Wilhelm verliebt sich nicht. Er findet die 15-jährige Augusta sehr formiert für ihr Alter. Denn sein Herz gehört einer anderen, Elisa Radziwiłł, seine Cousine, seine Jugendliebe. Aber sie gilt nicht ebenbürtig und sie ist katholisch. Für eine preußische Thronfolge unvorstellbar. Wilhelm schreibt verzweifelt Briefe an seine Schwester Charlotte. Er klagt, er hadert, selbst der König zeigt Verständnis. Doch die Staatsräson siegt. Wilhelm bleibt nichts anderes übrig, als Prinzessin Augusta auf väterlichen Befehl zu heiraten. 11. Juni 1829. Die Trauung findet in der Kapelle von Schloss Charlottenburg statt. Augusta ist 17 Jahre alt. Sie kennt ihre Nebenbuhlerin. Und doch blickt sie mit jugendlichem Optimismus in die Zukunft. Sie glaubt, mit der Zeit Wilhelms Herz gewinnen zu können. Welch ein Irrtum! Im Juni 1829 verlässt sie den Weimarer Musenhof. Berlin wirkt nüchtern, strenger, militärischer. Zwar wird sie freundlich aufgenommen, doch das Verhältnis zu ihrem Gemahl bleibt unterkühlt. Elisa Radziwiłł schwebt wie ein dunkler Schatten über der Ehe. Augusta langweilt sich entsetzlich. Sie möchte, wie ihre Mutter Maria Pawlowna, karitative Aufgaben übernehmen, Armen und Kranken helfen. Doch dieser Bereich ist bereits von Kronprinzessin Elisabeth besetzt. Augusta muss zurückstehen. In ihren Briefen nach Weimar schreibt sie immer wieder von chronischer Schwermut. Heute würde man von manisch-depressiven Phasen sprechen. Doch die Außenwelt darf nichts erfahren. Sie trägt eine Maske aus Selbstbeherrschung, Pflichterfüllung und fürstlicher Haltung. Und doch, Augusta mischt sich ein, auch politisch. Und nicht selten geht sie Wilhelm damit auf die Nerven. Im Oktober 1829 nennt er sie eine Verstandes- und nicht Herzensfrau.
Ein harter Vorwurf. Das damalige Rollenverständnis ist klar. Der Mann gilt als rational, die Frau als gefühlvoll. Augusta durchbricht dieses Muster. Sie denkt, sie argumentiert, sie fordert und sie ist gemäßigt liberal. Sie möchte dem Volk mehr Rechte zugestehen, Preußen eine Verfassung geben, so wie es der Wiener Kongress 1815 vorgesehen hatte. Doch nichts geschieht. Am 18. Oktober 1831 bringt Augusta ihren ersten Sohn zur Welt, Friedrich III., geboren als Friedrich Wilhelm. Der Fortbestand des Hauses scheint gesichert. Augusta nimmt großen Einfluss auf seine Erziehung. Er durchläuft zwar eine militärische Laufbahn, doch das reicht ihr nicht. Er wird in Naturwissenschaften, Philosophie, Literatur und Altertumswissenschaften unterrichtet. Auf Betreiben seiner Mutter spielen viele Gymnasiasten aus dem Bürgertum mit ihm. Kein abgeschotteter Prinz. Augusta bestärkt ihn darin, an der Universität Bonn zu studieren, fern vom Berliner Hof, fern vom reinen Militärgeist. Erst 7 Jahre nach Friedrich wird am 3. Dezember 1838 in Berlin ihre Tochter geboren, Luise von Preußen, die spätere Großherzogin von Baden. Ein Sohn für die Krone, eine Tochter für die Dynastie. (1848) Die Revolution bricht aus. Berlin ist in Aufruhr. Barrikaden, Schüsse. Wilhelm muss vorübergehend außer Landes fliehen. Man wirft ihm vor, den Befehl gegeben zu haben, auf Demonstranten zu schießen. Und plötzlich steht eine Frage im Raum. Hatte Augusta recht? Wäre eine konstitutionelle Monarchie, ähnlich wie in England, der bessere Weg gewesen? Später wird Wilhelm Gouverneur der Rheinprovinz. Die Familie zieht nach Koblenz. Für Augusta sind es wohl die glücklichsten Jahre ihres Lebens. Die Ehe beruhigt sich und endlich findet sie ihre Aufgabe. Sie sucht Kontakt zu karitativen Einrichtungen, unterstützt sie nach Kräften. Die Frau, die in Berlin kühl wirkte, wird im Rheinland beliebt. Sie schreibt an ihre Mutter: Ich kann gar nicht sagen, wie sehr die vielen Zeichen der Anhänglichkeit mich rühren. Hier gelingt ihr etwas Entscheidendes. Sie baut eine Brücke zwischen dem katholischen Rheinland und dem protestantischen Preußen. Und die Menschen beginnen, diese Brücke dankbar zu betreten. Und doch bleibt die Ehe nicht frei von Konflikten und Spannungen. Augusta ist kulturell offener als die Hohenzollern, diskussionsfreudiger, politischer, zu wenig angepasst. Die Koblenzer Jahre enden abrupt. Friedrich Wilhelm IV. Erleidet mehrere Schlaganfälle. Er ist regierungsunfähig. 1858 kehren Wilhelm und Augusta nach Berlin zurück. Wilhelm übernimmt die Regentschaft für seinen Bruder. Tatsächlich scheint plötzlich ein neuer Wind zu wehen. Wilhelm umgibt sich mit liberalen Ministern. Fast wirkt es, als rücke die konstitutionelle Monarchie in greifbare Nähe. Ein Moment, auf den Augusta lange gehofft hat. Doch der Frühling währt nicht lange. Eine Militärreform scheitert. Die Minister treten zurück. Wilhelm denkt an Abdankung. Die Urkunde ist bereits vorbereitet. Doch sein 30-jähriger Sohn weigert sich strikt, den Thron zu besteigen. Damit ist der liberale Frühling beendet. Bismarck spricht von Blut und Eisen und er lässt es nicht bei Worten. 3 Kriege folgen und im Januar 1871 entsteht das Deutsche Reich. Wilhelm erhält die Kaiserkrone, doch Augusta sieht vor allem das Leid. In der nationalen Frage stehen sie sich unversöhnlich gegenüber. Augusta wünscht die Einigung Deutschlands auf friedlichem Weg. Die Einigungskriege bringen Ruhm, aber auch Elend.
Das Leid der Verwundeten und Hinterbliebenen bedrückt Augusta zutiefst. 1866 gründet sie den Väterländischen Frauenverein, inspiriert von der Idee des Roten Kreuzes und der Arbeit Henri Dunant. Augusta besucht persönlich Krankenhäuser, kontrolliert Abläufe, fragt nach. Selbst die Typhusbaracke schreckt sie nicht ab, obwohl sie große Angst hat, sich anzustecken. Wilhelm sagte einmal anerkennend, die Kaiserin möchte jeden verwundeten Soldaten in ein Himmelbett legen. Vielleicht war das überspitzt, aber es zeigt, wofür Augustas Herz wirklich schlug. Inzwischen ist klar, wer im Reich die Richtung vorgibt. Otto von Bismarck. Er ist der eigentliche Chef des Deutschen Reiches. Der alternde Wilhelm bemerkte einmal bitter: Es ist nicht leicht, unter Bismarck Kaiser zu sein. Augusta sieht es ähnlich. Sie misstraut ihm. Doch Wilhelm erörtert politische Fragen längst nicht mehr mit ihr. Das hindert sie nicht. Sie bombardiert ihn weiterhin mit Ideen, mit Verbesserungsvorschlägen, mit Warnungen. In späteren Jahren geht Augusta sogar noch weiter. Sie lässt ihr Schlafzimmer heimlich mit einem Hörrohr in Wilhelms Arbeitszimmer verbinden, ohne sein Wissen. Manchmal setzt sie sich auch auf die eiserne Wendeltreppe, die zu seinem Arbeitszimmer führt. Die alten Herren sprechen laut. Oben auf den Stufen versteht sie jedes Wort. Stundenlang harrt sie dort aus. Ihre Kammerfrauen frisieren sie auf der Treppe. Bismarck beklagt sich häufig, die Kaiserin lausche hinter offenen Türen. Es ist ein seltsames Bild. Und doch kommt es später zu einer überraschenden Entwicklung. Augusta versöhnt sich mit ihrem politischen Todfeind. Der Grund ist persönlich. Sie sorgt sich um die Gesundheit ihres Sohnes. Und sie fragt sich, ob er der politischen Härte des Reiches gewachsen ist. Wie Bismarck sieht sie in ihrem 1859 geborenen Enkel Wilhelm II. Den geeigneteren Monarchen. Augusta betreibt auch dynastische Politik. 1856 arrangiert sie die Heirat ihrer Tochter Luise von Preußen mit dem liberal geltenden Großherzog Friedrich von Baden. 2 Jahre später folgt die nächste strategische Verbindung. Ihr Sohn Friedrich Wilhelm heiratet Victoria von Großbritannien, die älteste Tochter der britischen Königin Victoria. Augusta hat diese Vermählung aktiv gefördert. Sie unterstützte eine stärkere Annäherung Preußens an Großbritannien und Westeuropa. Trotz Sympathien für das britische Königshaus bleibt das Verhältnis zwischen Augusta und Victoria kühl. Victoria klagt über Augustas temperamentvolle Launenhaftigkeit. Politisch stehen sie sich nahe, doch im Alltag geraten sie aneinander. Augusta legt Wert auf traditionelle höfische Repräsentation. Victoria führt ein bürgerlich geprägtes Familienleben und sie tritt öffentlich auf, setzt sich für Bildung ein, steht der Frauenbewegung nahe. Das alles missfällt Augusta. Die 17-jährige Victoria übernimmt umfangreiche Pflichten. Fast jeden Abend gesellschaftliche Verpflichtungen, Theaterbesuche, Empfänge. Wenn Mitglieder anderer Fürstenhäuser, etwa die Romanows, zu Gast sind, erweitern sich die Aufgaben. Manchmal beginnt der Tag um 7 Uhr am Bahnhof und endet erst nach Mitternacht bei Empfängen. Das junge Paar wohnt zunächst im alten Flügel des Berliner Schlosses. Der Bauzustand ist schlecht, nicht einmal eine Badewanne ist vorhanden. Erst 1858 ziehen sie in das umgebaute ehemalige königliche Palais, später das Kronprinzenpalais. Die letzten Lebensjahre von Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach stehen unter einem dunklen Zeichen. Persönliche Tragödien, schwere Krankheiten, die Folgen eines schlimmen Sturzes, fortan ist sie auf Krücken angewiesen. Im März 1888 stirbt Wilhelm I. im Alter von 90 Jahren.
Ihr einziger Sohn besteigt als Friedrich III. Den Thron. Doch nur für 99 Tage. Krebs hat ihn längst gezeichnet. Ein liberaler Kaiser, doch ohne verbleibende Zeit. Nach dem Tod Friedrichs III. Wird ihr Enkel Wilhelm II. Neuer deutscher Kaiser. Der junge Monarch, in dem sie lange die Zukunft gesehen hatte. Ob sie in ihm die Erfüllung ihrer Hoffnungen fand, bleibt offen. Am 7. Januar 1890 stirbt Augusta im Alter von 78 Jahren. Ihre letzte Ruhestätte findet sie im Mausoleum des Parks von Schloss Charlottenburg, dort, wo einst ihre Ehe begann. Sie war keine Herrscherin aus Blut und Eisen, keine Revolutionärin, keine stille Mitläuferin. Sie war eine Frau mit Überzeugungen, oft im Schatten, manchmal im Widerstand, fast immer zwischen den Fronten. Und vielleicht bleibt von ihr vor allem eines: der Versuch, Macht und Verantwortung zu verbinden.